Lektion 1 Abendpläne. Also, ist es für heute Abend noch soweit oder sollten wir den Termin auf einen anderen Zeitpunkt verschieben? Ich glaube, es ist besser, es auf einen anderen Tag zu verschieben. Ich muss zuerst noch ein paar Dinge fertigstellen. Das ist verständlich, denn wir möchten nichts überstürzen und unsere gemeinsame Zeit nicht versäumen. Ja, außerdem haben wir beide die Möglichkeit, uns vorzubereiten und den Abend zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mich informieren. Ich werde meine Sachen zusammenhalten und bereit sein, wann immer Sie es sind. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich bin sicher, wir finden einen Tag, der für uns beide perfekt passt. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon darauf und wir können etwas Schönes und Entspannendes planen. Klingt gut. Ich bin gespannt, was wir uns für unser nächstes Treffen einfallen lassen. Ich auch. Lasst uns einen unvergesslichen Abend daraus machen, wenn es endlich soweit ist. Lektion 2 Einkaufspräferenzen. Ich finde es einfacher, Artikel zurückzugeben oder umzutauschen, wenn ich in einem Ladengeschäft einkaufe, als online. Das ist eine weit verbreitete Meinung. Das Produkt persönlich sehen zu können, macht einen großen Unterschied. Genau. Außerdem probiere ich gerne Sachen an, um sicherzustellen, dass sie richtig passen, bevor ich sie kaufe. Es ist viel befriedigender, sofort die perfekte Passform zu finden, anstatt auf eine Lieferung zu warten. Und wenn es ein Problem gibt, kann ich es sofort lösen, ohne mir Gedanken über die Versandkosten machen zu müssen. Das ist ein großer Vorteil. Beim Einkaufen vor Ort kann man auch spontane Fundstücke machen, die man online nicht findet. Absolut. Es ist aufregend, beim Stöbern unerwartete Schätze zu entdecken. Auf jeden Fall. Und vergessen wir nicht den sozialen Aspekt. Einkaufen kann ein lustiger Ausflug mit Freunden sein. Ja, es macht immer mehr Spaß, das Erlebnis mit jemand anderem zu teilen. Lektion 3 Wegbeschreibung san Frage. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir sagen, wie ich von hier zum Bahnhof komme? Natürlich, es ist nicht allzu weit. Gehen Sie einfach 2 Blocks geradeaus die Straße entlang. Das klingt einfach genug. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Kein Problem. Biegen Sie an der Ampel rechts ab und Sie erreichen den Bahnhof in wenigen Minuten. Super. Ich werde auf jeden Fall auf die Ampeln achten. Und damit Sie es wissen, es sollten Schilder vorhanden sein, die Ihnen den Weg weisen, damit Sie sich nicht verlaufen. Das ist beruhigend zu hören. Ich mag es, beim Navigieren einen visuellen Hinweis zu haben. Auf jeden Fall. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie diese jederzeit stellen. Danke. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich dorthin gehe. Lektion 4 Fitnesstipps. Für jeden, der mit einem neuen Fitnessprogramm beginnt, ist es wichtig, langsam zu beginnen und auf den eigenen Körper zu hören. Versuch. Zu schnelles Überfordern kann zu Verletzungen und Rückschlägen führen, die niemand will. Genau. Es geht darum, einen Rhythmus zu finden, der zu dir passt und die Intensität schrittweise zu steigern. Und auch Beständigkeit ist entscheidend. Wenn Sie Sport zu einem regelmäßigen Teil Ihrer Routine machen, können Sie dauerhafte Gewohnheiten entwickeln. Ja, das Setzen kleiner, erreichbarer Ziele kann ihre Motivation aufrechterhalten und ihren Fokus auf ihren Fortschritt lenken. Ich stimme zu. Das Feiern dieser kleinen Siege macht die Reise viel angenehmer.
Außerdem kann ein Trainingspartner die Verantwortlichkeit stärken und das Training unterhaltsamer machen. Das stimmt. Das gemeinsame Erlebnis kann euch beide motivieren, Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Ich bin gespannt, wie weit wir mit unseren Fitnessreisen kommen. Lektion 5: Eiserhufenlandung. Tolle Auswahl. Ich werde sie mir notieren und in unseren Reiseplan aufnehmen. Das klingt perfekt. Es ist immer schön, einen gut organisierten Plan zu haben, dem man folgen kann. Genau, so bleiben wir auf dem Laufenden und verpassen keine spannende Aktivität. Und wir können immer flexibel sein, wenn etwas Unerwartetes passiert. Das ist Teil des Abenteuers. Absolut. Ein bisschen Spontaneität kann zu einigen der schönsten Erinnerungen führen. Dem kann ich nur zustimmen. Lasst uns in unserem Zeitplan unbedingt Platz für neue Erfahrungen lassen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, welche Überraschungen die Reise für uns bereithält. Es wird eine unglaubliche Reise voller Lachen und unvergesslicher Momente. Ich kann es kaum erwarten. Auf ein unglaubliches gemeinsames Abenteuer. Lektion 6: Känguru-Merkmale. Ist es nicht ungewöhnlich, dass Kängurus so starke Beine und lange Schwänze haben? Sie sind faszinierende Tiere. Ja, das sind sie wirklich. Ihre kräftigen Beine ermöglichen es ihnen, große Distanzen zu überwinden, was sie unglaublich wendig macht. Genau. Es ist interessant zu sehen, wie perfekt ihre körperlichen Merkmale an ihre Umgebung angepasst sind. Und ihre Schwänze erfüllen mehrere Zwecke, beispielsweise das Gleichgewicht zu halten und beim Bewegen Halt zu geben. Ja, es ist erstaunlich, wie die Evolution Tiere so formt, dass sie in ihrem natürlichen Lebensraum gedeihen. Ich denke, Kängurus sind ein großartiges Beispiel dafür, wie einzigartige Anpassungen das Überleben verbessern können. Auf jeden Fall. Lasst uns mehr über ihr Verhalten und ihren Lebensraum erfahren. Es macht immer Spaß, neue Fakten über die Tierwelt zu entdecken. Ich stimme zu. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen kann unsere Wertschätzung für das Tierreich vertiefen. Ich freue mich darauf, gemeinsam in diese Sache einzutauchen. Lektion 7: Soziale Verbindungen. Wenn Freunde über Probleme oder Schularbeiten sprechen, finden sie normalerweise eine gemeinsame Bindung, die ihnen hilft, miteinander auszukommen. Das stimmt wirklich. Der Austausch von Erfahrungen kann ein Gefühl der Kameradschaft schaffen, das Freundschaften stärkt. Absolut. Es ist beruhigend zu wissen, dass andere vor ähnlichen Herausforderungen stehen und Unterstützung bieten können. Ja, und die Diskussion dieser Themen kann zu wertvollen Lösungen und neuen Perspektiven führen. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel leichter es einem macht, Dinge auszusprechen und wie man Probleme leichter bewältigen kann. Ich stimme zu. Es ist wichtig, diese Verbindungen zu pflegen, besonders in stressigen Zeiten. Nehmen wir uns vor, regelmäßig bei unseren Freunden vorbeizuschauen und ihnen ebenfalls unsere Unterstützung anzubieten. Es klingt nach einer großartigen Idee. Der Aufbau eines starken Unterstützungsnetzwerks ist für jeden wichtig. Ich freue mich darauf, weitere sinnvolle Verbindungen herzustellen. Lektion 8: Buchungsdetails. Ich kümmere mich um die Buchung unserer Reise. Wie kommen wir dorthin? Das klingt gut. Wir sollten das beste Transportmittel anhand von Komfort und Kosten auswählen. Auf jeden Fall. Wenn wir im Voraus buchen, finden wir vielleicht tolle Angebote für Flüge oder Bahntickets.
Ja, und es ist wichtig, die Reisezeit einzukalkulieren, um sicherzustellen, dass wir entspannt ankommen und bereit sind, unser Reiseziel zu genießen. Genau. Lass uns auch prüfen, ob es direkte Routen gibt, um Zeit und Ärger zu sparen. Das ist eine gute Idee. Ich möchte Zwischenstopps möglichst vermeiden, insbesondere wenn wir Gepäck dabei haben. Einverstanden. Ich werde die Optionen prüfen und sicherstellen, dass wir die beste für unseren Zeitplan auswählen. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, unsere Pläne fertigzustellen und unser Abenteuer zu beginnen. Es wird eine aufregende Reise. Lektion 9: Flughafenpräferenzen. Ich hätte gerne einen Fensterplatz, das ist mein Lieblingsplatz im Flugzeug. Das ist eine tolle Wahl. Der Blick aus dem Fenster kann den Flug deutlich angenehmer machen. Absolut. Es ist immer wieder faszinierend, die Wolken und die Landschaft unter uns zu beobachten. Ja, und es vermittelt Ihnen eine Perspektive, die Sie vor Ort nicht bekommen. Außerdem fällt es mir leichter, mich zu entspannen und wohl zu fühlen, wenn ich den Blick nach draußen habe. Ich stimme zu. Es kann sehr beruhigend sein, während des Fluges die Landschaft zu betrachten. Fallen für die Reservierung eines Fensterplatzes zusätzliche Kosten an oder ist diese im Preis inbegriffen? Ich denke, es hängt von der Fluggesellschaft ab, aber viele berechnen keinen Aufpreis für die Standard-Sitzplatzauswahl. Lassen Sie uns die Details vor der Buchung noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass es keine Überraschungen gibt. Lektion 10: Faire Entscheidungen der Jury. Wenn die Geschworenen keine der am Fall beteiligten Personen kennen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihre Entscheidungen fair und unvoreingenommen sind. Das ist ein interessanter Punkt. So können wir sicherstellen, dass persönliche Gefühle oder Beziehungen keinen Einfluss auf das Urteil haben. Genau. Eine neue Perspektive kann zu objektiveren Urteilen führen, die ausschließlich auf den vorgelegten Beweisen basieren. Ja, und es ist für das Justizsystem von entscheidender Bedeutung, seine Integrität und Fairness zu wahren. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie die Zusammensetzung einer Jury den Ausgang eines Prozesses beeinflussen kann. Beruf. Vielfalt und Unparteilichkeit unter den Geschworenen sind der Schlüssel zur Wahrung der Gerechtigkeit. Lassen Sie uns mehr darüber erfahren, wie Geschworene ausgewählt werden und welche Bedeutung ihre Rolle in Gerichtsverfahren hat. Das klingt nach einer wertvollen Diskussion. Das Verständnis des Systems kann uns helfen, seine Komplexität zu verstehen. Ich freue mich darauf, mehr zu erfahren. Lektion 11: Reiseerlebnisse. Ich habe auf meiner letzten Reise historische Sehenswürdigkeiten erkundet und die lokale Küche probiert und es war eine wirklich bereichernde Erfahrung. Das klingt wunderbar. Es gibt nichts Schöneres, als in die Kultur eines neuen Ortes einzutauchen. Absolut. Der Besuch von Sehenswürdigkeiten hilft Ihnen, die Geschichte und Bedeutung der Region zu verstehen. Ja, und wenn Sie lokales Essen probieren, bekommen Sie einen Eindruck von den Traditionen und Aromen, die für die jeweilige Region einzigartig sind. Genau. Ich liebe es, wie jedes Gericht eine Geschichte erzählen und einen mit der lokalen Kultur verbinden kann. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, etwas über die Zutaten und Kochmethoden verschiedener Küchen zu lernen. Lassen Sie uns unsere nächste Reise so planen, dass sie viele kulturelle Erlebnisse und köstliches Essen beinhaltet. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, durch Reisen mehr über die Welt zu entdecken. Es wird ein Abenteuer voller Lernen und Entdecken. Lektion 12: Sprachbarrieren.
In dieser Region können Sprachbarrieren eine große Herausforderung darstellen, da Englisch dort nicht weit verbreitet ist. Ja, es kann die Kommunikation erschweren und manchmal zu Missverständnissen führen. Absolut. Es ist wichtig, Gespräche mit Geduld und Offenheit anzugehen. Ich stimme zu. Das Erlernen einiger grundlegender Sätze in der Landessprache kann wirklich helfen, diese Lücken zu schließen. Ja, es zeigt Respekt für die Kultur und kann zu einer positiveren Interaktion führen. Außerdem wird es von den Einheimischen oft geschätzt, wenn sich Besucher die Mühe machen, zu kommunizieren. Genau. Bereiten wir uns vor unserer nächsten Reise unbedingt sprachlich vor. Das klingt nach einem tollen Plan. Es wird unser Erlebnis verbessern und uns helfen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf die Herausforderung, neue Sätze zu lernen. Lektion 13. Ein wunderbares Gespräch. Ich freue mich riesig auf unsere Pläne. Es ist mir eine Freude, Teil dieser Reise zu sein und ich hoffe, du hast eine ebenso unglaubliche Zeit. Zuruf. Es wird eine fantastische Erfahrung und ich bin dankbar, sie mit Ihnen teilen zu können. Ja, ich glaube, dass das Abenteuer noch mehr Spaß macht, wenn man mit jemandem unterwegs ist. Ich stimme zu. Es geht darum, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen und gleichzeitig neue Orte zu entdecken. Genau, lasst uns diese Momente festhalten, sei es in Fotos oder Geschichten. Ich kann es kaum erwarten, zurückzublicken und mich an all den Spaß zu erinnern, den wir hatten. Auf eine fantastische Reise voller Lachen und unvergesslicher Erlebnisse. Darauf ein Hoch. Ich freue mich schon so auf das, was vor uns liegt. Es wird die Reise ihres Lebens. Lektion 14. Hotelangebote finden. Ich habe online nach guten Hotelangeboten gesucht und einige tolle Optionen gefunden, die Ihnen bestimmt gefallen werden. Schauen wir uns einige zuverlässige Websites an, um die besten Preise und Annehmlichkeiten zu erhalten. Absolut. Es gibt mittlerweile so viele Plattformen, die uns den Preisvergleich erleichtern. Ja, und ich freue mich immer über Bewertungen von anderen Reisenden. Sie können uns einen Einblick geben, was uns erwartet. Genau. Auf Bildern sieht ein Hotel vielleicht toll aus, aber echte Bewertungen zeigen oft das wahre Erlebnis. Ich stimme voll und ganz zu. Lasst uns eine Liste erstellen, welche Annehmlichkeiten für unseren Aufenthalt unerlässlich sind, die Frühstücksoptionen oder Gute Idee. WLAN-Verfügbarkeit. Indem wir unsere Bedürfnisse priorisieren, können wir die Auswahl effektiv eingrenzen. Und wenn wir im Voraus buchen, können wir uns vielleicht noch ein paar zusätzliche Rabatte ohne Vergünstigungen sichern. Ja, lass uns unsere Pläne bald finalisieren, damit wir das bestmögliche Angebot sichern können. Lektion 15. Wellness-Praktiken. Ja, das habe ich. Ich finde, dass beides meinem allgemeinen Wohlbefinden sehr zugutekommt, insbesondere was die Ausgeglichenheit in meinem Leben angeht. Das freut mich sehr. Es ist großartig, wenn wir Aktivitäten einbauen können, die unsere Gesundheit und unser Glück fördern. Absolut. Ich habe einen deutlichen Unterschied in meiner Stimmung und meinem Energielevel festgestellt, seit ich mit diesen Routinen begonnen habe. Das ist fantastisch. Kleine Veränderungen können zu großen Verbesserungen unseres täglichen Wohlbefindens führen. Genau. Ich finde es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, sei es durch Sport, Meditation oder einfach nur zum Entspannen.
Ja, und wenn Sie diese Praktiken mit Freunden teilen, können Sie alle dazu ermutigen, auch ihrem Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Ich stimme zu. Lasst uns gegenseitig motivieren, an unseren Routinen festzuhalten und gemeinsam neue Wellnessaktivitäten auszuprobieren. Ich bin voll dafür. Es wird spannend zu sehen, was für uns beide am besten funktioniert. Ich freue mich darauf. Lasst uns dieses Jahr unsere Gesundheit zur Priorität machen. Lektion 16 Sportgeschichte. Es ist interessant, wie Sportarten wie Baseball, Schwimmen und Golf im Laufe der Jahre die Sportszene dominiert haben. Hilf. Jede dieser Sportarten hat eine reiche Geschichte und hat unglaubliche Athleten hervorgebracht. Interessanterweise schien Dietrichson immer einen Weg zu finden, in diesen Wettbewerbsbereichen hervorzustechen und die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Ja, es ist inspirierend zu sehen, wie einzelne Menschen Rekorde brechen und in ihren jeweiligen Sportarten Großes erreichen. Und es unterstreicht die Hingabe und harte Arbeit, die diese Athleten in ihr Training stecken. Ja, ihre Geschichten motivieren aufstrebende Sportler oft, ihre Träume zu verfolgen. Lassen Sie uns mehr über Ihre Reisen erfahren und wie Sie Herausforderungen überwunden haben, um die Spitze zu erreichen. Es klingt nach einer großartigen Idee. Aus ihren Erfahrungen zu lernen, kann für alle eine wertvolle Lektion sein. Ich freue mich darauf, in die Welt des Sports einzutauchen und mehr über diese unglaublichen Persönlichkeiten zu erfahren. Lektion 17. Vertrauen in die Technologie. Gibt es Marken, denen Sie bei Elektronik vertrauen? Ja, ich tendiere dazu, bei Unternehmen zu bleiben, die einen guten Ruf in puncto Qualität und Kundenservice haben. Das klingt klug. Es ist wichtig, Marken zu wählen, die für ihre Zuverlässigkeit bekannt sind, insbesondere bei technischen Produkten. Versuch. Ich schaue mir vor dem Kauf immer die Bewertungen an, um sicherzugehen, dass ich das Beste bekomme. Ich stimme zu. Es ist so hilfreich, von anderen Kunden über ihre Erfahrungen mit bestimmten Produkten zu hören. Darüber hinaus bieten einige Marken Garantien an, die ihnen Sicherheit geben, falls etwas schief geht. Ja, eine gute Garantie kann den entscheidenden Unterschied machen, insbesondere bei teurer Elektronik. Lassen Sie uns eine Liste vertrauenswürdiger Marken und Produkte zusammenstellen, bevor wir einkaufen gehen. Das ist eine tolle Idee. Informiert zu sein hilft uns, kluge Entscheidungen zu treffen. Lektion 18 nach der Fußballkarriere. Nach seiner glanzvollen Fußballkarriere wagte er sich in die Schauspielerei und als Fernsehkommentator, was eine ziemliche Umstellung war. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie Sportler ihren Ruhm in neue Richtungen lenken, insbesondere im Unterhaltungsbereich. Als er jedoch im Juni 1994 angeklagt wurde, änderte sich die öffentliche Wahrnehmung dramatisch. Hilf. Solche Vorfälle können die Sicht der Fans auf ihre Idole drastisch verändern. Es zeigt deutlich, wie komplex das Berühmtsein ist und wie ein einziger Moment eine Karriere verändern kann. Ja, und es ist eine Erinnerung daran, dass auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Menschen sind und mit ernsthaften Herausforderungen konfrontiert werden können. Lassen Sie uns mehr über seine Reise erfahren und wie er es geschafft hat, diese Höhen und Tiefen zu meistern. Das klingt nach einer wertvollen Diskussion. Das Verständnis dieser Erzählungen kann uns viel lehren. Ich freue mich darauf, tiefer in dieses Thema einzutauchen. Lektion 19. Bringen Sie einfach sich selbst mit. Gibt es sonst noch etwas, bei dem ich vor der Veranstaltung helfen kann? Keine Sorge, bringen Sie einfach sich selbst mit. Das ist alles, was ich brauche. Klingt gut. Ich freue mich darauf.
Tja, es wird eine tolle Zeit. Meinst du, wir sollten etwas Besonderes vorbereiten? Ich denke, es reicht, wenn wir einfach die Gesellschaft des anderen genießen. Du hast recht. Manchmal ist Einfachheit der beste Ansatz. Ja, lass es uns entspannt und lustig halten. Ich kann es kaum erwarten. Wir sehen uns dort. Lektion 20. Kulturelle Erfahrungen. Sind Sie in letzter Zeit an interessante Orte gereist? Ja, ich bin letztes Jahr nach Indien gereist und habe eine andere Kultur erlebt. Das klingt fantastisch. Was war das Highlight deiner Reise? Ich habe es geliebt, die lebhaften Märkte zu erkunden und das Straßenessen zu probieren. Das kann ich mir vorstellen. Die Aromen müssen unglaublich gewesen sein. Ruf, es war ein Fest für die Sinne. Konnten Sie berühmte Sehenswürdigkeiten besuchen? Ja, das Tal Mal war atemberaubend. Wo? Das steht definitiv auf meiner Bucketlist. Lektion 21. Partei entdecken. Haben Sie schon einmal versucht, Pad Thai zuzubereiten? Da, ich liebe es. Es sind gebratene Nudeln mit Erdnüssen, Sojasprossen und viel mehr. Klingt lecker. Was gibst du normalerweise noch dazu? Manchmal füge ich Garnelen oder Hühnchen für zusätzliches Protein hinzu. Das klingt fantastisch. Ich liebe die Vielseitigkeit. Auf jeden Fall. Sie können es nach Ihrem Geschmack anpassen. Wozu servieren Sie es normalerweise? Ein Spritzer Limette und etwas frischer Koriander verleihen dem Geschmack eine echte Note. Ich muss versuchen, es selbst zu machen. Es klingt so gut. Lektion 22. Anpassung an Bedürfnisse. Wie erfüllen wir diese Anforderungen und passen gleichzeitig unsere Produkte und Dienstleistungen an den Markt an? Das ist eine entscheidende Frage. Das Verständnis der Kundenbedürfnisse ist für erfolgreiche Geschäftsstrategien unerlässlich. Auf jeden Fall. Wir müssen auf Feedback hören und bei Innovationen flexibel sein. Ja, die Anpassung an veränderte Anforderungen kann uns von der Konkurrenz abheben. Genau. Es geht darum, proaktiv zu sein und Trends zu antizipieren, bevor sie sich voll entfalten. Ich stimme zu. Indem wir den Finger am Puls des Marktes haben, bleiben wir relevant. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir unser Angebot verbessern können, um unseren Kunden einen besseren Service zu bieten. Es klingt nach einer großartigen Idee. Gemeinsam können wir kreativere Lösungen finden. Ich freue mich darauf, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können. Lektion 23. Eine Reise planen. Planst du bald eine Reise? Ich bin gespannt auf deine Reisepläne. Ja, ich gehe mit dem Rucksack durch Europa und freue mich schon sehr darauf. Das klingt fantastisch. Europa hat kulturell und abenteuerlich so viel zu bieten. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, neue Städte zu erkunden und dabei interessante Leute kennenzulernen. Wann planen Sie abzureisen? Es ist immer gut, einen Zeitplan für das Packen und die Vorbereitungen zu haben. Ich habe vor, nächsten Monat abzureisen, also habe ich etwas Zeit, alles zu organisieren. Das ist clever. So haben Sie genügend Zeit, Reiseziele zu recherchieren und Ihre Reiseroute zu planen.
Ja, und ich möchte sicherstellen, dass ich leicht packe, aber trotzdem alles dabei habe, was ich für die Reise brauche. Damit Sie nichts Wichtiges vergessen, gehen wir gemeinsam Ihre Packliste durch. Lektion 24: Flugrichtlinien. Hallo, sind Haustiere auf diesem Flug erlaubt? Ich möchte sicherstellen, dass ich meinen kleinen Hund mitnehmen kann. Ja, kleine Haustiere sind in der Kabine erlaubt, was für Reisende wie uns eine tolle Neuigkeit ist. Das ist fantastisch. Ich würde mich viel wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass mein pelziger Freund während des Fluges bei mir sein kann. Ruf. Es ist viel angenehmer, sie in der Nähe zu haben, als sie zu Hause oder in einem Zwinger zu lassen. Ich stimme zu. Ich muss die spezifischen Anforderungen für die Mitnahme meines Hundes prüfen, beispielsweise die Größe der Transportbox. Ja, das ist wichtig. Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Regeln, daher ist es gut, vorbereitet zu sein. Ich werde auch darauf achten, einige seiner Lieblingsspielzeuge einzupacken, damit er während der Reise ruhig bleibt. Das ist eine gute Idee. Vertraute Gegenstände können die Angst Ihres Kindes in neuen Situationen wirklich lindern. Ich freue mich darauf, dieses Reiseerlebnis mit meinem Haustier zu teilen. Lektion 25: Lesevorleben. Ich liebe Belletristik und Kriminalromane. Sie entführen mich wirklich in eine andere Welt. Das ist wunderbar. Es hat etwas Magisches, in ein gutes Buch voller Spannung und Intrigen einzutauchen. Absolut. Ich finde, dass es mir hilft, zu entspannen und abzuschalten, wenn ich in eine andere Geschichte eintauche. Ja, und die Wendungen eines Krimis können Sie fesseln. Genau. Ich versuche gern, das Ergebnis zu erraten, bevor ich das Ende des Buches erreiche. Es macht immer Spaß zu sehen, ob Ihr Instinkt richtig war oder ob der Autor Sie überrascht. Ich stimme zu. Lasst uns einige unserer Lieblingstitel miteinander teilen. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Empfehlungen. Das klingt super. Ich würde mich freuen, von den Büchern zu hören, die dich in letzter Zeit fasziniert haben. Ich kann es kaum erwarten, unsere Listen auszutauschen und gemeinsam neue Autoren zu entdecken. Lektion 26: Halloween-Spaß. Der Erwachsene, der die Tür öffnet, tut so, als hätte er Angst und steckt dann jedem Kind ein Bonbon in die offene Tüte. Das klingt nach einer tollen Halloween-Tradition. Es sorgt für einen Überraschungsmoment für die Kinder. Ja, ich denke, es ist eine großartige Möglichkeit, mit der Community in Kontakt zu treten und das Erlebnis unvergesslich zu machen. Ruf. Die Freude in den Gesichtern der Kinder, wenn sie Süßigkeiten bekommen, ist unbezahlbar. Ich stimme zu. Es sind diese kleinen Momente, die bleibende Erinnerungen für sie schaffen. Außerdem zeigt es, wie viel Spaß auch Erwachsene an Halloween haben können. Genau. Jeder kann mitfeiern und gemeinsam lachen. Sorgen wir dafür, dass wir uns für das nächste Halloween ein paar kreative Kostüme besorgen, um die Stimmung am Leben zu erhalten. Ich freue mich darauf. Es wird eine fantastische Möglichkeit sein, gemeinsam zu feiern. Lektion 27: Finanzielle Herausforderungen. Ich kann mir im Moment kein neues Auto oder einen neuen Computer für ihn leisten. Es ist schwierig, die Ausgaben zu verwalten. Ich verstehe das vollkommen. Finanzielle Einschränkungen können unsere Möglichkeiten wirklich einschränken. Genau. Ich habe ihn am Wochenende beobachtet und er schien mit seiner alten Ausrüstung zu kämpfen. Das ist frustrierend. Es ist schwer zu sehen, wie jemand, der einem am Herzen liegt, mit veralteter Technologie zu kämpfen hat. Ja, und ich wünschte, ich könnte ihm mehr helfen, aber im Moment muss ich meine eigenen Ausgaben priorisieren.
Das verstehe ich. Vielleicht gibt es einige erschwingliche Alternativen, die Sie gemeinsam erkunden könnten. Das ist eine gute Idee. Die Suche nach gebrauchten Optionen könnte eine Lösung sein. Ruf. Manchmal sind gebrauchte Artikel genauso gut und können viel Geld sparen. Lassen Sie uns über einige Optionen nachdenken, die für ihn funktionieren könnten, ohne die Bank zu sprengen. Lektion 28: Einen Laptop ausleihen. Könntest du mir deinen Laptop für ein paar Stunden leihen? Ich muss dringend etwas erledigen. Natürlich. Aber was hast du damit vor? Ich muss eine Präsentation für ein bevorstehendes Meeting fertigstellen und mein Computer spielt verrückt. Ich verstehe. Achte nur darauf, alles sorgfältig aufzubewahren und es zurückzugeben, sobald du fertig bist. Auf jeden Fall. Ich kümmere mich gut darum und sorge dafür, dass es schnell bei Ihnen ankommt. Date, ich weiß es zu schätzen, dass du verantwortungsvoll mit meinen Sachen umgehst. Kein Problem. Ich werde dafür sorgen, dass es während der Nutzung in einwandfreien Zustand bleibt. Ziffer, sag einfach Bescheid, wenn du Hilfe bei deiner Präsentation brauchst. Das werde ich. Ihr Input ist immer wertvoll. Lektion 29: Dorfleben. Das Tempo des Dorflebens unterscheidet sich stark vom Stadtleben. Es ist unglaublich friedlich und entspannt. Ich stimme zu. Die Einfachheit des Dorflebens hat einen gewissen Charme. Ja, und auch an den nahegelegenen Seen verbringt man gerne seinen Urlaub. Das klingt wunderbar. Am Wasser zu sein kann so entspannend und erholsam sein. Genau. Es ist der perfekte Ort zum Angellen, Schwimmen oder einfach nur zum Genießen der Landschaft. Ich glaube, dass diese ruhigen Momente am See wunderschöne Erinnerungen schaffen können. Auf jeden Fall. Lass uns demnächst einen Wochenendausflug in ein Dorf an einem See planen. Das würde mir gefallen. Es wäre eine wunderbare Flucht vor dem hektischen Stadtleben. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir die Ruhe und die frische Luft genießen. Lektion 30: Reisefrustrationen. Das ist wirklich frustrierend. Haben Sie der Fluggesellschaft Ihren verspäteten Flug gemeldet? Ja, das habe ich, aber sie schienen mit Beschwerden überhäuft zu sein und konnten nicht viel helfen. Das ist enttäuschend. Es ist hart, wenn man Hilfe braucht und das Personal überlastet ist. Ruf, ich hatte auf eine schnelle Lösung gehofft, aber das Warten dauerte lange. Das kann ich mir vorstellen. Fluggesellschaften sollten über bessere Systeme zur Handhabung von Verspätungen verfügen. Ja, es würde das Erlebnis für alle Beteiligten viel angenehmer machen. Hoffen wir, dass sie für lange Verspätungen eine Entschädigung anbieten, aber manchmal ist es den Aufwand nicht wert. Ja, es kann mehr Ärger machen, als es wert ist, ihren Angeboten hinterher zu jagen. Ich denke, es ist wichtig, auch in diesen frustrierenden Situationen ruhig und geduldig zu bleiben.